Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 1. Sie ist Lena, sie ist eine gutherzige Frau, sie hat eine Tochter. Das ist ihre Tochter, ihr Name ist Julia, sie ist ein liebes und fröhliches Kind. Gott sei Dank, mein Baby ist gesund. Ich muss meinem Mann diese großartige Nachricht erzählen. Er wird sehr bald zu Hause sein. Hallo, meine Liebe. Wie fühlst du dich heute? Er ist Lenas Ehemann. Ich fühle mich wunderbar, unser Baby ist auch gesund. Ich ging ins Krankenhaus und erhielt meine medizinischen Berichte. Der Arzt hat mir das Geschlecht gesagt, und ich bin heute wirklich glücklich. Möchtest du die Berichte sehen? Oh nein. Wieder ein Mädchen? Ich wollte wirklich einen Jungen. Du wirst ein weiteres Mädchen zur Welt bringen. Bitte geh in dein Zimmer, Liebling. Du kannst hier jetzt nicht spielen. Kannst du in deinem Zimmer spielen, Liebling? Okay, Mama. Ich gehe in mein Zimmer. Alex. Hast du den Verstand verloren? Du solltest dankbar sein, unser Baby ist gesund. Warum magst du Mädchen so wenig? Mädchen sind ein Segen. Gott wird uns eines Tages mit einem Jungen segnen. Auf keinen Fall, Lena. Ich will einen Jungen, kein weiteres Mädchen. Ich brauche dieses Mädchen nicht. Ich bin es, der hier die Rechnungen bezahlt. Ich ernähre euch, ich ermögliche euch diesen komfortablen Lebensstil. Du kannst nicht so mit mir reden, sei dankbar. Mädchen sind ein Segen. Ich bin deine Frau. Wie konntest du so etwas sagen? Ich will nicht mehr mit dir streiten. Das reicht, wir reden später. Ich werde duschen gehen. Ich muss darüber nachdenken. Warum, Alex, warum? Warum verhältst du dich so? Ich werde dieses Kind auf jeden Fall zur Welt bringen. Schatz, wir müssen reden. Alex, bitte sprich mit mir. Du weißt, dass ich dich sehr liebe. Ich liebe dieses Baby schon jetzt. Gott wird uns beim nächsten Mal mit einem Jungen segnen. Lena. Ich will ehrlich sein. Ich will dieses Mädchen nicht. Du musst diese Schwangerschaft aufgeben. Hörst du mich? Was? Bist du wahnsinnig? Das ist doch auch dein Baby.
Ich werde mein Kind niemals aufgeben. Ich werde mein kleines Mädchen zur Welt bringen, das ist meine endgültige Entscheidung. Lena, du musst dieses Baby abtreiben. Wenn du weiterhin mit mir zusammenleben willst. Sie müssen diese Schwangerschaft abbrechen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Es ist jetzt zu spät, ich will dieses Baby. Ich werde meinem eigenen Kind nicht schaden. Was für ein Vater bist du, Alex? Das ist meine endgültige Entscheidung. Du hast 2 Tage Zeit. Du musst dich entscheiden. Entweder dieses Baby oder mich. Oh Gott, hilf mir. Was soll ich jetzt tun? Ich werde mein Baby niemals aufgeben. Ich muss meine Mutter anrufen. Hallo, mein Schatz. Wie geht es dir? Es geht mir nicht gut, Liebling. Mama, hast du Zeit? Ich muss dich wirklich treffen. Ich mache gerade eine schwere Zeit durch. Oh, mein liebes Mädchen, du kannst herkommen, ich bin zu Hause. Okay, Mama, ich komme. Hi, Liebling, ich habe dich so sehr vermisst. Du siehst heute gut aus. Hallo, meine Liebe. Ich habe dich auch vermisst. Du siehst wie immer umwerfend aus. Wir werden heute eine tolle Zeit miteinander verbringen. Wie geht es deiner schwangeren Frau? Sprich nicht über sie. Ich mag sie nicht mehr. Sie kann mir keinen Jungen schenken. Sie wird wieder ein Mädchen bekommen. Was? Noch ein Mädchen? Oh, Alex, ich liebe dich, Liebling. Keine Sorge, ich schenke dir eines Tages einen Jungen. Komm her, lass uns nicht länger warten. Was ist passiert, mein Schatz? Warum bist du traurig? Mama, es wird wieder ein Mädchen. Ich war gestern im Krankenhaus. Der Arzt hat mir das Geschlecht mitgeteilt. Alex will kein Mädchen. Was soll ich tun? Er will nur einen Jungen. Wie konnte er so etwas sagen? Mädchen sind Segnungen des Himmels. Das liegt nicht in deiner Kontrolle, mein Schatz. Er hat den Verstand verloren. Er sagte, wenn ich dieses Baby nicht loswerde,
Wird er mich für immer verlassen? Ich bin bei dir. Er kann dir das nicht antun. Du wirst dein kleines Mädchen zur Welt bringen. Ich werde selbst mit ihm sprechen, deine Mutter lebt noch. Mama, Alex ist stur. Er wird auf niemanden hören. Aber ich werde mein Baby nicht aufgeben. Alles wird gut, oder? Ja, mein Schatz. Ich werde dich morgen besuchen. Ich werde mit Alex sprechen. Danke, Mama. Ich muss jetzt gehen, Julia muss auf mich warten. Bitte pass auf dich auf. Fahr vorsichtig, Lena. Du bist stärker, als du denkst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.